Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer, und im heutigen Video zeige ich euch den Displaydeckeltausch an einem Acer Aspire A315-54. Ihr seht hier jetzt ein Acer aus der Aspire 3 Serie. Da will ich euch jetzt den Displaydeckeltausch zeigen, weil an dem Deckel gibt es einen Seriefehler, Scharnier oder Deckel bedingt eine Schwachstelle. Den Deckel gibt es auch, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, noch in anderer Serie. Da tritt das Problem natürlich genauso aus. Da bricht auf einer Seite dann die Verschraubung am Deckel aus. Dann kann man es auch fast nicht mehr aufklappen, da muss man mithelfen. Ich kann es auch, ihr seht es hier vielleicht schon, ich mache jetzt gerade mal den Frontrahmen weg. So muss man es natürlich ein bisschen halten, damit nicht noch mehr bricht. Aber dann sieht man den Fehler richtig. Der Frontrahmen ist nur drauf geklipst. Geht eigentlich ganz gut weg. Und dann sieht man hier auch schon, dass alle Verschraubungen ausgebrochen sind und die Schraube fehle. Ja, zum eigentlichen Deckeltausch würde ich jetzt erstmal das Grundgerät öffnen, den Akku abhängen, zum Stromlos machen. Rein theoretisch könnte man auch so jetzt an den Deckeltausch rangehen, aber ja, es ist einfacher, wenn man alles abschraubt und das Gerät stromlos ist. Wie man hier sieht, sind hier überall Schrauben drin, normalerweise zumindest. Ich habe es jetzt alle schon mal rausgedreht, damit es schneller geht. Kurz Werbung aus eigener Sache. Wenn ihr bei uns im Onlineshop bei ipc-computer.de euer Gerät zum Beispiel über die Modellnavigation sucht, werden euch ab jetzt neben den Ersatzteilen die Reparaturpauschalen unserer Werkstatt angezeigt. Dadurch wisst ihr sofort, was eine professionelle Reparatur kosten würde, wenn ihr es nicht selber machen wollt. Die müssen quasi alle raus, sind auch alle gleich lang, also kann man dann beim Zusammenschrauben auch nicht so viel falsch machen. Und dann einfach mit einem flachen Werkzeug dazwischen gehen und aufhebeln. Wenn man mal den Anfang hat, geht es dann mit der Zeit relativ gut. Wenn man das erste Mal aufmacht, hängt es vielleicht noch ein bisschen besser ineinander zusammen. Ja, hier ist auch schon ein Teil vom Deckel weggefallen, was abgebrochen ist. So, dann hat man hier den Akku, den tut man einfach nach hinten raus, also Richtung Akku. Dann ist das Gerät auch stromlos, dann kann man besser dran arbeiten. Und wenn man es dann eh schon offen hat, kann man Scharniere abschrauben. Und dann muss man natürlich das WLAN-Kabel wegmachen und das Displaykabel, und dann kann man den Deckel einfacher tauschen. Dann ist kein so Gefummel. Bei der WLAN-Antenne muss man ein bisschen aufpassen. Die sind ja nur drauf gesteckt. Beim Abstecken geht es noch, beim Aufstecken ist es immer ein bisschen Spielerei, bis ich wieder richtig drauf sitze. Dann muss man es hier aus der ganzen Führung machen. Alles, was man natürlich jetzt absteckt, wie das Foliekabel, muss man hinterher dann wieder anstecken. Sonst funktioniert zum Beispiel USB und Lautsprecher nicht mehr in dem Fall. Zumindest auf der rechten Seite. So. Dann kann man entweder mit einem flachen Werkzeug oder mit dem Fingernagel, wenn man gute Fingernägel hat, Scharnier aufklappen. Und die Grundeinheit abnehmen.
der Seite, wo es gebrochen ist, fällt natürlich alles auseinander. So, dann drehe ich das Ganze einmal um. Eben wie man hier sieht, sind die komplette Verschraubung ausgebrochen. Ich zeige es euch gleich noch, wie es auf der anderen Seite aussehen sollte. Kann man hier aus Scharnier abschrauben. So sieht es eigentlich aus. Normalerweise auf beide Seiten. So, wenn man das gemacht hat, kann man das Display rausnehmen. Das ist reingeklebt in das Bracket, was man hier noch sieht. Und ist hier oben auch verschraubt. Und dann kann man das eigentlich schon rausnehmen. Das Kabel noch aus der Führung. Sollte man sich auch genau anschauen, dass man es wieder hinterher genauso reinlegt und das Kabel nicht irgendwo einklemmt oder verquetscht. Sonst geht es hinterher nicht mehr alles. Und entweder man steckt jetzt die Webcam ab oder man nimmt sie gleich mit raus, weil umbauen muss man sie sowieso. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ist ziemlich dünn. Einfach loslösen. Und erstmal zur Seite legen. So, dann muss man bei dem Deckel auch die WLAN-Antenne umbauen. Die habe sich hier rechts schon gelöst, weil das Bracket weg ist. Da muss man sie im Prinzip eigentlich reingeklebt. Nur noch vorsichtig abziehen, sodass man sie wiederverwenden kann. Und dann hat man eigentlich auch alles schon draußen, was raus muss. Und kann mit dem neuen Deckel weitermachen. Ich zeige euch jetzt den neuen Deckel gerade mal. Da sieht man jetzt den Unterschied natürlich, was gebrochen ist und was nicht. Oder ich hoffe, man kann es erkennen. So, Retour macht man natürlich alles wieder andersrum. Also man fängt am besten mit der Antenne wieder an. Kabel wieder überall in die Führung reinlege. Hier auf der Seite wird es bislang nur entlang gelegt. Und da unten kommt es da unten drunter. Muss man aufpassen, dass es schön verlegt ist, weil sonst verklemmt man es unterm Scharnier. So, einmal die Kleber für die Webcam. Wieder schön reinklebe. Kabel wieder ordentlich verlegen. Und
Und auch hier unten, wieder ganz unten verlegen. So. Und dann kann man das Display schon wieder reinlegen. Jetzt muss man hier nur, auf der linken Seite geht's, auf der rechten Seite muss man die Antenne einmal nach oben holen, damit man es richtig reinlegen kann. Und dann die Antenne wieder ordentlich reinlege. Ist manchmal ein bisschen Fummelei. Letztendlich braucht man ein bisschen Geduld, dann klappt es auch. So. Dann schrauben wir das Bracket gleich wieder fest. Dann kann man auch Scharniere schon wieder anbauen. Da seht ihr, muss man gucken, dass man das Kabel ordentlich verlegt. Immer noch mal kontrolliere. Passt es hinterher nicht richtig. So, jetzt aber. So, da habe die 3 Schrauben gefehlt, die sind wohl verloren gegangen. Ich habe aber welche hier. Oh, falls ihr keine habt, müsst ihr mal schauen. Wir haben ein Schraubenset, was wir auch anbieten. Da müsste eventuell auch welche dabei sein. Besser ist natürlich, wenn man es frühzeitig merkt, bevor man sie verliert. So. Frontrahmen wieder drauf. Alles ordentlich verlegt und verbaut ist, sollte das auch kein Problem sein. So, drehen wir es wieder um und schrauben die Grundeinheit wieder dran. So, kann man Scharniere schon wieder runterklappen. Die Schrauben sind gekennzeichnet mit 2 Dreiecke. Die andere wird nämlich dann durch das Gehäuse verschraubt. So. Dann Kabel wieder anstecken. WLAN-Antenne wieder ordentlich verlegen, sodass auch hier nichts passieren kann.
Steck mal gleich das Kabel wieder an, damit wir es nicht vergessen. Und bei der Antenne ist es so, dass ich halt gerade drauf sitzen muss und dann hört man es eigentlich auch oder merkt es auch, wenn man es mit dem Finger macht, wie sie einrastet. Gut, dann können wir den Akku noch anschließen. Dann war es im Prinzip schon. Kommt noch die Bodenplatte drauf. Einfach draufdrücken, dass sie überall richtig sitzt. Alle Schrauber rein, das muss ich euch jetzt aber nicht zeigen. Ich glaube, das kriegt ihr dann allein hin, wenn ihr soweit seid. Ja, und dann ist das Gerät fertig. Ich kann es gerade nochmal zeigen, wenn wir es aufklappen. Funktioniert wieder alles wie zuvor, als es noch neu war. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen, sodass ihr den Displaydeckel auch selber tauschen könnt und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.